Du möchtest passgenaue E-Mail-Kampagnen versenden oder deine Kontakte gezielt ansprechen? Dann ist saubere Segmentierung das A und O. Und in HubSpot funktioniert das ganz einfach über Listen. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Listen in HubSpot erstellst, welche Typen es gibt und wie du sie sinnvoll im Marketing und Vertrieb einsetzen kannst. Superhacks, die HubSpot-Experten. Präsentiert von WPWA Digital. Hey, ich bin Chiara, Projektmanagerin bei WPWA Digital. Als offizielle Platinum-Partner helfen wir dir bei allen Themen rund um HubSpot. Schritt 1. Den Listenbereich in HubSpot öffnen. Um eine neue Liste in HubSpot anzulegen, geht es zunächst ins Hauptmenü. Dort klicken wir auf CRM und auf Listen. Hier findet sich der zentrale Bereich für die Listenerstellung und Verwaltung. Oben rechts befindet sich der Button Liste erstellen. Hier beginnt der Prozess. Beim Erstellen einer Liste stehen verschiedene Optionen zur Auswahl. Man kann eine Liste anhand von Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets oder sonstigen Objekten erstellen. Zusätzlich kann HubSpot auf Wunsch auch beim Erstellen helfen. Über die Option Listenfilter mit KI generieren lässt sich ganz einfach ein kurzer Prompt eingeben, der beschreibt, welche Art von Kontakten enthalten sein soll. HubSpot schlägt dann passende Filter vor. Schritt 2. Filterkriterien definieren. Im zweiten Schritt geht es darum festzulegen, welche Bedingungen ein Kontakt erfüllen muss, um in die Liste aufgenommen zu werden. Zunächst klicken wir auf Filter hinzufügen. Hierdurch öffnet sich die Filterauswahl. Unter Filter nach kannst du die verfügbaren Objekte anschauen und beispielsweise das aktuelle Objekt Kontakt auswählen. Dann wählen wir eine Filterkategorie aus. Bei einem Objekt wie Kontakt bietet sich die Kategorie Kontakteigenschaften an. Anschließend folgt die Auswahl der Eigenschaften. Typische Kriterien hier sind zum Beispiel die Lifecycle-Phase mit der Eigenschaft Lead. Nachdem der Filter angelegt ist, erscheint dieser auf der linken Seite und kann mit Hilfe eines Kontakts getestet werden. Alle Bedingungen lassen sich selbstverständlich kombinieren, mit Hilfe der klassischen Und/Oder-Logik. Ein besonders hilfreiches Feature ist das objektübergreifende Filtern. Auch hier klicken wir wieder auf Filter hinzufügen. Dann wählen wir anstatt des zugehörigen Objekts Kontakt ein übergreifendes wie Deal aus und fügen dann die Deal-Eigenschaften hinzu. Jetzt kannst du jede Deal-Eigenschaft als Filterkriterium verwenden, wie zum Beispiel Deal-Phase. Die Liste enthält dann alle Kontakte, die mit mindestens einem Deal verknüpft sind, der diese Bedingungen erfüllt. Das bedeutet, Kontakte lassen sich zum Beispiel nach Deal-Eigenschaften filtern, etwa nach der aktuellen Deal-Phase, dem Deal-Betrag oder dem Deal-Owner. Diese Art von segmentübergreifender Filterlogik macht die Listenerstellung in HubSpot besonders leistungsstark. Vor allem für präzise Zielgruppen auf Basis komplexer CRM-Beziehungen. Gefällt dir das Video soweit? Dann zeige es uns mit einem Like. Wenn du nichts mehr zum Thema HubSpot verpassen willst, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Schritt 3. Liste überprüfen und speichern. Bevor die Liste gespeichert wird, lässt sich außerdem festlegen, ob die Liste statisch oder aktiv sein soll. Statische Listen bleiben unverändert. Das bedeutet, sobald ein Kontakt aufgenommen wurde, bleibt er in der Liste, auch wenn er die Kriterien später nicht mehr erfüllt. Aktive Listen hingegen sind dynamisch. Sie aktualisieren sich automatisch, sobald sich der Status eines Kontakts verändert und dieser die definierten Bedingungen entweder erfüllt oder nicht mehr erfüllt. Für Segmentierungen, zielgerichtete Kampagnen oder automatisierte Workflows sind in der Regel aktive Listen die sinnvollste Wahl, da sie sich selbstständig aktuell halten. Zudem kann ausgewählt werden, welche Eigenschaften besonders wichtig sind. Die Option, eine Marketingkampagne auszuwählen, fügt dieses Element dann zu einer Kampagne hinzu, damit dieses sowie weitere verknüpfte Marketing-Elemente nachverfolgt und verwaltet werden können. Unter Ausschlüsse kann festgelegt werden, welche bestehenden Listen oder Kontakte ausgeschlossen werden sollen. Als letztes kann ausgewählt werden, wer Zugriffsrechte auf diese Liste erhalten soll. Nach dem Speichern kann über einen Klick auf die Liste jederzeit alles eingesehen werden, von gesetzten Filtern über enthaltene Kontakte bis hin zur Performance. Nach dem Erstellen der Liste erscheint diese im Menü und kann im Menüpunkt Optionen oben rechts mit Hilfe weiterer Funktionen bearbeitet werden. Die Liste kann geklont, in eine andere Liste umgewandelt oder in einen Ordner verschoben werden. Schritt 4. Listen praktisch einsetzen. Ist die Liste erstellt, lässt sie sich in HubSpot an vielen Stellen nutzen, denn sie ist deutlich mehr als nur eine Kontaktübersicht. Eine beispielhafte Einsatzmöglichkeit wäre in E-Mail-Kampagnen. Denn E-Mail-Kampagnen lassen sich gezielt an definierte Zielgruppen versenden, etwa an neue Leads, ehemalige Kunden oder Interessenten aus bestimmten Branchen.
Für Reports und Auswertungen sind Listen ebenfalls hilfreich. Zum Beispiel, um herauszufinden, wie viele Kontakte aus einer bestimmten Gruppe konvertiert haben oder wann sie zuletzt aktiv waren. Und das ist nur der Anfang, denn Listen lassen sich auch für Remarketing, Zielgruppen in Werbenetzwerken oder die Personalisierung von Landingpages einsetzen. Nun weißt du, wie du Listen in HubSpot erstellst. Hast du weitere Fragen oder Videowünsche? Dann lass es uns in den Kommentaren wissen. Und noch kurz Werbung in eigener Sache. Wenn du HubSpot in deinem Unternehmen einführen möchtest oder persönliche Beratung brauchst, scanne diesen QR-Code oder klicke den ersten Link in der Videobeschreibung.